Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Helicon Tex, der Guardian Plate Carrier. Wir haben es euch auf der IWA 2023 kurz angeteasert. Helicon erweitert die Guardian-Serie. Da gab es bisher nur das Chest-Rig und jetzt gibt es auch den Plate Carrier und natürlich noch verschiedenstes Zubehör. Wir werden euch in 3 Teilen die verschiedenen Sachen zeigen. Im ersten Teil geht es um den Guardian Plate Carrier, im zweiten Teil geht es um alle Zubehörtaschen und im dritten Teil geht es um den Small Pack. Fangen wir aber an mit dem Guardian Plate Carrier. Helicon ist ja dafür bekannt, hervorragende Qualität zu einem vernünftigen Preis zu liefern und das gilt auch für den Guardian Plate Carrier. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Das heißt, ihr könnt zum einen einmal nur den Plate Carrier bzw. die Plate Pockets Front und Rear einzeln kaufen oder es gibt es auch als Set. Das wäre zum Beispiel hier das Military Set, bestehend aus den Front- und Rear Plate Bags, Schulterpolstern, den Kammerband und hier vorne eine Känguru Flap mit einem entsprechenden Einschub. Das Ganze gibt es auch nochmal als LE-Version, seht ihr hier in Blau zu sehen. Und da habt ihr im Set mit dabei, die Admin Pouch ist nicht dabei, die haben wir jetzt angebaut, auch der Dengler nicht, aber das wäre dann der Plate Carrier, das Front-Känguru Pouch Panel mit verschiedenen Einsätzen hier, beziehungsweise mit einem Einsatz für Pistol Mags, für Handschellen und für Funkgerät. Ebenfalls der Kammerband und die Schulterpolster. Das wäre dann das LE-Set. Optional dazu gibt es dann noch den Quick Release Kammerband, den zeige ich euch dann aber gleich im Detail, wenn wir hier dann die Sachen uns anschauen. Bei der Farbauswahl habt ihr zur Verfügung einmal Schwarz, Coyote-Braun, natürlich Multicam, Olive, dann Multicam Black, polnisches Woodland und für die LE-Serie noch das Blau hier, das Sentinel Blue nennen sie das. Das gibt es dann auch nochmal on top. Es sind fast alle Produkte in allen Farben verfügbar. Stellenweise gibt es nicht in dem Sentinel Blau, da müsst ihr auf jeden Fall schauen. Also gerade der Small Pack zum Beispiel, den gibt es meines Wissens nicht im Sentinel Blau, aber vielleicht wird das ja auch noch nachgeliefert, wenn da der Bedarf da ist. Ja, dann gehen wir einmal kurz über den Plattenträger und schauen ihn uns mal im Detail an, was er zu bieten hat. Fangen wir mit der Front an. Ich nehme einmal kurz das Panel ab, damit man das hier besser sehen kann. Die Front des Guardian ist ausgestattet einmal hier mit Laminat für die Fixierung von PTT-Tastern für Funkgeräte. Und hier habt ihr einmal einen Klettbereich, der auch PAL-Schlaufen noch hat, um eben auch Taschen anbringen zu können, wie hier zu sehen. Zum Beispiel die Admin Pouch aus der Guardian-Serie, um hier dann entweder Patches oder halt Pouches anzubringen. Hinten dran habt ihr hier noch einen Kletteinschub, wo ihr schmale Gegenstände einschieben könnt, wie zum Beispiel einen kleinen Notizblock, ein paar Stifte, irgendwas Flaches wäre hier im Brustbereich noch zu realisieren. Die Verschlüsse, die Fastex-Verschlüsse sind hier unter diesem Laminat bzw. unter dem Cordura versteckt. Das heißt, auch da hat man dann kein Problem mit Infrarot und kann hier, und natürlich auch nochmal als Schutz, damit die sich nicht versehentlich lösen, sind die hier mit integriert. Das ist natürlich so, dass man hier den Standard gewählt hat mit dem ITW Nexus Set. Das heißt, hier sind zwar keine ITW-Schnallen verbaut, das ist Wujin, aber das ist auch kompatibel mit ITW Nexus. Das heißt, alle gängigen Frontflaps, falls ihr sagt, das sagt mir nicht so oder was Helicon da noch bietet, habt ihr hier die Möglichkeit, auf Aftermarket-Produkte zuzugreifen und die dann hier zu montieren. Der Standardkammerband, der im Military Set oder im LE-Set mit dabei ist, wird mit Klett fixiert. Wie gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, dann das Ganze mit Quick Release auszustatten, aber das reden wir dann gleich, wenn es soweit ist. Und ja, mehr ist auf der Front eigentlich nicht zu sagen. Gehen wir auf die Rückseite. Die Rückseite bietet euch vollflächig PAL-Schlaufen hier über die ganze Breite. Einmal mit klassischen PALs im unteren Bereich und im oberen Bereich mit Klett ausgeführt das Ganze. Das heißt, ihr könnt hier sowohl Patches als auch Molle Systemtaschen anbringen. Ihr habt einen Carry-Handle im oberen Bereich und den Plattenträger gibt es in Größe M und L, dementsprechend natürlich auch dann an die Platten anzupassen. Das heißt, ihr guckt nicht nach eurer Größe, sondern guckt, welche Schutzplatten ihr habt und dann könnt ihr entsprechend die richtige Größe wählen. Beim Kammerband ist es auch so, dass es den in M und Größe L gibt. In der Größe L hat er dann eine PAL-Schlaufe mehr in der Länge. Und wie ihr sehen könnt, ist der hier ausgestattet mit klassischen PAL-Schlaufen und die Zwischenteile sind mit Mesh ausgekleidet.
für die Atmungsaktivität und ihr habt hier in der Mitte auch nochmal einen Steg, der leicht versteift ist, um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu verleihen. Der Schulterbereich ist mit einfachen Klettpolstern bzw. Klettabdeckungen hier versehen. Die werden einfach, ist ja keine Klettabdeckung, es ist eigentlich eine Cordura-Abdeckung, die geklettet wird. Damit kann ich dann den Schulterbereich einmal einfassen. Das reicht in der Regel auch. Natürlich habe ich hier auch die Möglichkeit, auf Aftermarket-Produkte zurückzugreifen, die ein bisschen mehr gepolstert sind. Oder aber ich nehme einfach ein Stück Schaumstoff, setze es hier ein und packe das unten drunter und schon habe ich auch mehr Komfort. Das ist dann auf jeden Fall das, was dabei ist. Jetzt seht ihr hier auch schon schön, wie das Ganze ausgeführt ist. Auch hier hat man wieder ein sehr stabiles Laminat gewählt, was hier auf den Schulterbereich geklettet wird. Und zusätzlich wird das Ganze hier nochmal in Streifen eingefasst, um das Ganze auch sauber zu fixieren, dass es nicht nur am Klett hält, sondern eben auch nochmal zusätzlich fixiert ist. Ihr habt hier 2 Klettstreifen, die in der Größe variierbar sind, um dann hier Kabel anbringen zu können oder eben den Trinkschlauch durchzuführen. Das wäre auch noch gegeben. So, wenn wir dann schon mal hier das soweit haben, dann schauen wir uns doch einmal auch an, wie das mit dem Quick Release aussieht. Ich trenne das hier kurz einmal auf. Wie ihr sehen könnt, das ist dann auch nicht so einfach, weil es gut gesichert ist. So, dann machen wir das auch gleich. Na, die eine Seite lassen wir offen. Dann können wir es euch aufgeklappt zeigen. Wie ein Buch. So, haben wir die Innenseite. Da seht ihr, das hat man sehr schlau gelöst bei Helicon, meiner Meinung nach. Und zwar hat man den Stretch-Bereich in die Mitte gelegt. Bedeutet, normalerweise oder viele Plattenträger machen, oder bei vielen Herstellern ist es so, dass die Plattenträger außen einen Stretch-Bereich haben, um eben der Platte ein bisschen Spiel zu geben, weil ja verschiedene große Platten auch möglich sein sollen. Hier hat man das in die Mitte gesetzt. Hat den Vorteil, in der Mitte kann eigentlich nichts kaputt gehen, da ist ja nur der Körper. Und an den Seiten kann man irgendwo hängen bleiben, aufschäumen oder sonst irgendwas. Das ist hier definitiv nicht der Fall, sondern man hat hier in der Mitte dann den Bereich, wo der Plattenträger ein bisschen noch Spiel hat und arbeiten kann, falls man größere Platten reinpackt. Wir haben jetzt drin von Best Protection deutsche Platten. Die sind ja ein bisschen größer als die SAPI-Platten, die Standard-SAPI-Platten. Also es passt sowohl das deutsche Maß als auch die SAPI-Platten rein. Kein Problem. Und wie gesagt, Größe M und L, so wie ihr das gerne haben wollt. Okay. Dann schauen wir uns gerade noch an, wie der Kammerband hinten befestigt ist. Und dann gehen wir auf den Wechselkammerband. Um sich unnötiges Material zu sparen, hat man hier die Abdeckung für den Platteneinschub inklusive dem Kammerband realisiert. Das heißt, ihr seht schon, wenn ich das hier runterklappe, muss ich es einmal ins Plattenfach einführen und gegenklettern. Und da ist dann auch der Kammerband mit untergebracht. Viele Hersteller machen das so, die haben dann da nochmal eine Lasche und dann das hier nochmal abgedeckt. Und hier ist das halt alles in einem Rutsch und dadurch ist das alles sehr flach. So, dann entfernen wir einmal den Kammerband hier hinten. Dann haben wir den nämlich schon mal lose für die nächste Runde. So, vorne auf. Einmal weg den Standardkammerband. Den anderen hebe ich mir einmal auf. Zum Vergleichen. So, das wäre der Standardkammerband, der im LE-Set und im Military-Set mit dabei ist. Und den gibt es hier extra zu kaufen, den Quick-Release-Kammerband. Der ist mit Rockschnallen ausgeführt. Bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit, dann mit dem Quick-Release das Ganze schnell zu lösen. Das zeige ich euch gleich, wenn es montiert ist. Und das ist hier eingefasst ebenfalls wieder in diesem stabilen Laminat, um eben einfach mehr Struktur zu geben. Um das Ganze auch noch ein bisschen schicker zu machen, hat man gesagt, okay, ich will nicht nur den Kammerband Quick Release haben, sondern auch den Schulterbereich. Bedeutet, ihr habt in dem Set dann auch mit dabei, in dem Quick Release Set, nochmal ein Schulterteil. Und das kann ich jetzt einfach nehmen und kann das hier oben anbringen am Schulterpolster. Ich setze es jetzt einfach mal nur oben drauf. Normalerweise würde ich das jetzt auch hier unten drunter führen, aber der Geschwindigkeit halber mache ich das jetzt einmal so. Dann muss ich mir einmal hier das Mädchenteil herausnehmen und das kann ich jetzt hier reinführen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rumgemacht, aber ich glaube schon. Außen, ja, stimmt, das müsste passen. So, dann führe ich das hier einmal durch.
und kann das dann hier auch nochmal in diesen Schlaufen gegensichern. Um das besser durchzufädeln, knicke ich es einmal zusammen, dann tut mich der Klett nicht bremsen. Und damit habe ich jetzt hier meine Quick Release Schnalle schon vorbereitet. Jetzt können wir hier die Gegenseite nehmen und die hier wieder befestigen. Zack. So. Und dann seht ihr schon, wie das Ganze aussieht. Jetzt habe ich natürlich hier viel zu viel Spiel. Muss das Ganze noch ein bisschen einkürzen. Da gehe ich auf jeden Fall mal hier auf die Länge. So, jetzt passt das gut. Genau. Perfekt. Und dann kann ich natürlich auch wieder meine Sleeves oben drüber legen, aber auch das sparen wir uns jetzt mal. Wir wollen ja nur den Kammerband zeigen. Ich mache die Klappe hinten auf, nehme mir meine beiden Kammerbandteile und schön ist hier auch, den könnt ihr so legen, wie ihr das haben wollt. Da gibt es weder oben noch unten. Die einen lieben es nämlich, dass die Rockschnallen nach unten aufgerissen werden, die anderen reißen es lieber nach oben auf. Ich bin so der nach unten Typ, das heißt, ich mache das so rum dran, lege das hier einmal hin, andere Seite genauso. Dann kann ich das hier umklappen, gehe wieder auf die Rückseite, schiebe hier mein Klett ins Plattenfach ein und fertig. Das habe ich übrigens auch noch nicht gesagt. Hier der Bereich an den Seiten ist auch mit Klett ausgestattet. Das heißt, da wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal Polstersätze geben, beziehungsweise es gibt schon von vielen Herstellern wie Core Performance oder auch Direct Action, die bieten Polstersets an, die man hier aufbringen kann. Dann ist die Platte einfach noch ein bisschen vom Körper weg und dann hat man mehr Luftzirkulation. Ja, jetzt muss ich nur noch die Front montieren. Das machen wir auch fix. 1, 2. Und jetzt kann ich auch wieder meine Frontflap montieren. Die brauche ich ja nur einzuklicken, vorne. Und dann klette ich sie hier feste drauf. Und jetzt hat man hier auch noch den Vorteil, nicht nur, dass man jetzt einen Quick Release hat, um eben das Ganze im Notfall schnell abwerfen zu können, sondern auch das An- und Ausziehen ist jetzt deutlich einfacher, weil ich hier eben mit Magazin in der Tasche einfach nur hier an dem Pull-Tab ziehen muss und dann ist der Kammerband schon offen und dann kann ich einen aussteigen. Das ist wirklich eine coole Geschichte. So, machen wir aber jetzt erstmal wieder zu. Sprechen wir noch mal kurz über die Frontflap, die haben wir ja auch noch nicht gezeigt. Die ist hier in dieser Variante, in der Military Set Variante, ganz klassisch ausgeführt mit PAL-Schlaufen auf der Front und hier mit Bungee Cord als Sicherung für die Magazine. Hat oben Pull-Tabs aus Laminat, die kann man natürlich auch zur Seite machen. Und wie ihr sehen könnt, passen hier P-Max ohne Probleme rein, natürlich auch Stanag Max. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal in anderen Varianten. Wenn ihr das Military Set habt, natürlich nicht, da habt ihr die Variante dabei. Aber wenn ihr dann sagt, ich nehme jetzt nur die Platebacks und nehme dann eine andere Känguru Frontflap, dann könnt ihr auch mit verschiedenen Einsätzen arbeiten, um eben auch andere Kaliber abzudecken. Um das Ganze hier noch ein bisschen zu fixieren, habt ihr hier an den Seiten auch nochmal Bungee Cord, um das hier dann heranzuziehen, ein bisschen enger zu machen. Aber wir finden tatsächlich, dass es so in der Standardkonfiguration schon ziemlich gut ist und passt. Dann sprechen wir noch mal kurz über den LE, weil der wäre ja quasi genau baugleich. Ich drehe ihn einmal für euch, dass ihr das auch sehen könnt. Also hier gibt es keinen Unterschied zwischen LE und Military. Ist genau gleich. Das Einzige, was unterschiedlich ist im Set, ist die Frontflap. Da habt ihr nämlich anstatt einer Triple M4, habt ihr hier diese Känguru-Flap, die so unterteilt ist, dass ihr quasi im linken Bereich einen Einschub habt für zum Beispiel ein kleines Funkgerät. Das wird dann einfach hier offen getragen und mit einem Bungee gesichert. Dann 2 Multi-Use-Taschen in der Mitte. Die sind mit einer Flap gesichert. Da passen zum Beispiel Multitools oder Pistolenmagazine rein. Und dann habt ihr auf der Außenseite nochmal eine breite Flap, die dann auch für verschiedene Gegenstände genutzt werden kann. Da ist quasi ein Klettinsert drin, das in der Höhe verstellt werden kann. Wie ihr sehen könnt, sind da jetzt hier zum Beispiel Handschellen drin. Die gehen dann nur bis zur Hälfte. Weil hier der Trenner dann untergebracht ist. Natürlich kann ich jetzt auch den Trenner rausnehmen und die Handschellen in Einlage reinmachen, wenn ich das wollte. Das wäre auch möglich. Oder eben halt auch andere Gegenstände, die in dieser Breite sind und vorne auf der Front im schnellen Zugriff getragen werden sollen. Wie schon gesagt, die Admin-Pouch und die Dengler-Pouch sind nicht mit dabei im Set, sondern nur Plattenträger, Kammerband, Schulterpolster und die Frontflap. Ja, gefällt uns wirklich sehr gut, muss man sagen. Da hat man an sehr, sehr viele Dinge schon direkt von Haus aus gedacht, wo andere erstmal
mit teurem Zubehör um die Ecke kommen. Wer nicht viel Geld ausgeben will und direkt einen Plattenträger von der Stange haben will und da alles auch schon gleich so, dass man ready to roll ist, fährt hier mit dem Guardian Plate Carrier von Helicon genau richtig. Wir werden euch in naher Zukunft dann auch nochmal in einem zweiten Teil die Pouches vorstellen und im dritten Teil dann auch noch den Pack. Es bleibt also spannend, bleibt auf jeden Fall dabei. Ihr bekommt die Produkte von Helicon überall dort, wo man Helicon-Produkte kaufen kann, zum Beispiel im Camo Store. Da packen wir euch den Link hier unten rein, dann könnt ihr da euren Plattenträger selber zulegen und mal schauen, wie der so ist. Falls ihr den Plattenträger schon habt und schon Erfahrungen damit gesammelt habt, dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, wird uns brennend interessieren, wie er sich denn so schlägt. Wir finden für den ersten Plattenträger von Helicon gleich ein gelungener Wurf. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye bye.